Ja, mit den vollen Hosen ist leicht stinken. Heute schauen wir uns eine sehr schöne Bratschen an vom Lorenzo Storioni aus Cremona. Zuerst werde ich ein bisschen was über den Geigenbau selber sagen, dann schauen wir uns die Bratschen sehr genau an, welche Papiere dabei sind, welche Überprüfungen gemacht worden sind, in welchem Zustand das sie ist, was sie für Leistungsfähigkeit hat, was ich dabei gemacht habe. Ja. Und bevor der Tobias jetzt loslegt, möchte ich mich sehr gern beim Firmian Lermer bedanken und beim Michael Sacharow, die beide als Musiker mitgespielt haben in dem Video, und natürlich auch bei der Frau Grill und beim Herrn Ritter von dem Konzert zu den Oberschützen, die unglaublich nett und unterstützend waren. Alles dann. Tobias, jetzt warst du dran. Danke dir. Also jetzt einmal zum Geigenbauer Storioni selber. Der hat im Prinzip so Ende des 18. Jahrhunderts gearbeitet in Cremona, hauptsächlich in Cremona. Also geboren ist er 1744, gestorben ist er 1816 oder so eigentlich. Und die Hauptzeit oder die beste Zeit ist definitiv kurz vor 1800. Da war er also noch sozusagen gut im Saft, der Meister. Ja. Es gibt sehr unterschiedliche Arbeiten von ihm, die auch mit unterschiedlichen Preisen dann sozusagen im Handel sind. Und nachdem er immer wieder die Werkstätten gewechselt hat, andere Lichtverhältnisse gehabt, wo sich wohler gefühlt hat oder nicht so wohl gefühlt hat, sind ihm die Arbeiten ein bisschen unterschiedlich. Und das rechtfertigt eben eine relativ große Preisspanne, die es gibt bei diesem Meister. Der Storioni wurde geboren, wo ein Guarneri del Gesù gestorben ist. Das Draht war gerade tot ein paar Jahre. Das heißt, in Wirklichkeit sind es faktisch 2 Generationen nachher. Ja, und er gilt als der letzte große Vertreter der Cremoneser Schule. Der hat eben auch Arbeiten geliefert, die wirklich eine hohe Qualität haben, wie es bei genau dem Instrument zum Beispiel der Fall ist. Es sind auch Arbeiten dabei, die jetzt nicht so ganz hochwertig sind, und das ist halt, diese Meisterschaft ist halt sozusagen einfach kontinuierlich dann weniger geworden. Ja? Also man findet also in Cremona jetzt auch nicht mehr so viele Leute dann nachher, die diese Qualität erzeugt haben. Es war aber damals, muss man auch dazu sagen, ein bisschen eine kompliziertere Zeit, weil also alle Augenblick irgendwer anderer irgendwas besetzt hat. Ständig sind Soldaten durch die Stadt gerannt. Also ist jetzt nicht unbedingt eine Zeit, die ich erlebt haben wollte. Und dadurch hat er natürlich einmal dort gearbeitet, einmal da gearbeitet. Ja. Also es sind sozusagen Lichtverhältnisse andere gewesen. Man fühlt sich in einer Werkstatt wohl, in einer anderen fühlt man sich nicht so wohl. Und das spiegelt sich natürlich auch an die Arbeiten wieder. Aber das dürfte sozusagen, da dürfte es gut passt haben. Und das ist das, was man natürlich auch merkt, wenn man das Instrument in der Hand hält, wenn man das Instrument spielt, wenn man das Instrument hört. Jetzt schauen wir uns einmal die Bratschen ein bisschen genauer an. Also Seidlitzer Bratschen vom Lorenzo Storioni, ca. 1795 aus Cremona, wobei also alle Teile zusammengehörig sind, der Zustand wirklich gut ist. Ja. Er ist nicht perfekt, aber er ist wirklich gut. Vor allem das, was gemacht worden ist, ist sehr, sehr gut gemacht worden. Wir haben ein sehr gutes Fichtendeckenholz. Wir haben also natives Ahornholz. Das ist also kein bosnischer Ahorn, sondern das ist ein italienischer Ahorn, was also ganz typisch ist für diese Zeit und auch für diese Gegend. Das ist immer wieder verwendet worden. Die klanglichen Sachen hören wir dann noch mit ein paar Beispielen. Und es hat ein sehr schönes Lackkleid oben, das auch zum größten Teil im Original ist. Es ist relativ wenig retuschiert worden dabei.
Jetzt schauen wir uns ein paar Details von der Bratschen ein bisschen genauer an. Also, der Umriss ist wirklich, wie es die Cremoneser auch konstruiert haben. Da gibt es sozusagen auch vom Storione Arbeiten, die sich an diese konstruierten Formen nicht gehalten haben. Das heißt, er hat es dann auch so verändert, entweder weil das Holz das nicht erlaubt hat, weil irgendwo ein Fehler drin war oder. In dem Fall ist es eins, das ist wirklich ein sauber konstruierter Umriss. Da sitzen die F-Löcher richtig drinnen, die sind vom Schnitt her wirklich meisterlich, ja? Das, so wie die Adern eingelegt sind, so wie eine Roundarbeit gemacht ist, so wie die Hohlkehle gestochen ist und auch wie die Wölbungen gemacht sind, das ist richtig auf Leistung gebautes Instrument. Der hat immer hergewölbte Sachen gemacht, aber das ist eins, das wirklich richtig gut ist und den heutigen Anforderungen auf einem großen Saal absolut entspricht. Also das Pferdl ist ein Rennpferdl. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Welche Papiere sind dabei bei dem Instrument? Beziehungsweise welche Überprüfungen sind gemacht worden? Also es sind einmal 2 Echtheitszertifikate dabei von renommierten Kollegen. Das heißt, die Echtheit, da habe ich keine Zweifel, die besteht. Dann ist es angeschaut worden auf die Zusammengehörigkeit. Das macht man in der Regel mit einem UV-Licht und man sieht dann aufgrund des Lackprofils in der Fluoreszenzerscheinung, das gehört zusammen. Man sieht mit dem Licht übrigens auch, wo Reparaturen gemacht worden sind, Kleinigkeiten, ja, weil es ist klar, muss dann retuschiert werden und das fluoresziert einfach anders. Das nächste, was überprüft worden ist, das ist eine dendrochronologische Überprüfung des Deckenholzes und da ist, glaube ich, der letzte zählbare Jahresring 1777. Also ich sage, circa 20 Jahre bevor das Instrument gebaut worden ist. Also auch das stimmt. Alle, die das System kennen, wissen, es ist in Wirklichkeit ein Ausschlussverfahren. Das heißt, wenn ich heute ein Instrument habe von 1795 und das Deckenholz ist erst 1860 geschlägert worden, das haut nicht hin. Ja, da stimmt was nicht. In dem Fall passt das auch zusammen. Ja. Dann haben wir eine 3D-Visualisierung gemacht, indem wir geschaut haben, wie deformiert sich das Instrument, ob das also stabil ist. Das nächste ist, dass wir uns den Zustand ganz genau angeschaut haben und natürlich einen exzellenten Zustandsbericht darüber verfasst haben, weil halt einfach der Eigentümer oder der zukünftige Eigentümer oder wie auch immer, die müssen im Prinzip einfach genau wissen, was kriegen sie, in welchem Zustand ist es, wie ist es restauriert, wie verlässlich ist es, auch im Konzertbetrieb. Weil das immer ein Instrument ist, das ist nicht gebaut, um in einem Orchester irgendwo, sage ich einmal, gespielt zu werden, sondern das ist ein solistisches Instrument. Das kann auch mit einem Klavier auf der Bühne bestehen. Ja? Also wir haben uns den Zustand von dem Instrument natürlich ganz genau angeschaut und beim Zustandsbericht natürlich auch jeden Schaden, den das Instrument in die letzten ca. 225 Jahre erlitten hat, dokumentiert. Also es ist in einem wirklich guten Zustand, es hat ganz wenig Wurmfraß, aber zur Absicherung, inwiefern der Wurmfraß wirklich einen Einfluss nimmt und der Bassbalken selber, ist das Instrument halt auch zweimal gescannt worden, einmal mit und einmal ohne Seitenzug. Das wird dann im Computer übereinander gelegt und da wird sich angeschaut, wie viel deformiert es sich. Ist es stabil, ist es verlässlich? Ja? Weil das ist natürlich was ganz was Wichtiges für einen Musiker, dass er weiß, mit dem Instrument kann ich bedenkenlos wirklich Konzerte spielen und ich habe nicht jeden Tag eine andere böse Überraschung, dass es gerade einmal nicht will oder. Also diese, wie soll ich sagen, die Zickigkeit oder die Unzuverlässigkeit, die alte Instrumente mitunter haben können, kann man da wirklich ausschließen. Also wie ich das Instrument das erste Mal gesehen habe, da hat es schon, also es war erkennbar, dass sozusagen eine hohe Qualität drinnen ist im Instrument, aber es war so ein bisschen wie unter einem Tuch. Es ist nicht so rausgekommen, es war auf die unteren Seiten sozusagen einfach ein bisschen gedämpft und die Streufähigkeit war nicht da. Ja? Also da wär man, wenn es so blieben war, wirklich zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Solokonzert spielen wieder mit, beziehungsweise auch irgendwie mit einem Klavier zusammen, da wären wir wahrscheinlich genau verhungert. Ja? Das ist das, was wir dann verändert haben. Ja? Weil man natürlich, wenn man erkennt, dass die Substanz gut ist, schaut, dass man ein Rennpferd draus machen kann, das also wirklich für solistische Zwecke geeignet ist. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingebracht, wie man dann nachher auch noch bei den Eindrücken und bei Beispielen sieht und hört.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich dabei gemacht habe am Instrument. Also das Instrument habe ich gekriegt, es war ein Stimmstock austauschen, der Knopf, der drinnen war ein Buchsbaum mit Schleifpapier beigelegt, damit er irgendwie hält. Ja. Es war ein Buchsbaum-Seitenörer drauf mit so Kevlar-Seil, mit so GFK-Feinstimmer und eine Buchsbaum-Wirbeln. Wir haben jetzt im Prinzip den Knopf austauscht und einmal sauber eingerieben, dass der wirklich sitzt. Wir haben andere Henkelseiten genommen, eine Titan-Henkelseiten. Wir haben einen Seitenörer aufgetan mit einem Titan-Feinstimmer, nur mit einem, weil das vollkommen ausreicht. Und wir haben im Prinzip 4 Wirbeln eingegeben von unseren Titanwirbeln. Jetzt ist das Instrument sozusagen einmal so optimiert, dass es wirklich die Leistungsfähigkeit auch ganz hinten im Soll hat. Und es lässt sich aber dann trotzdem natürlich noch für jeden Musiker individuell einstellen, weil die Geschmäcker sind einfach verschieden und das ist auch legitim. Das heißt, wenn jemand die A-Seiten noch brillanter haben will, ist das absolut möglich. Wenn jemand die C-Seiten weicher haben will, ist das möglich. Jetzt funktioniert es einmal aufgrund der Messungen, die wir gemacht haben und aufgrund dieser Tests in der Werkstatt und im Saal wirklich als Solisteninstrument. Die persönlichen Noten, wenn zum Beispiel so ein spezieller Bogen auf dem Instrument dann gespielt werden soll und dadurch noch eine persönliche Einstellung von dem Instrument für einen Musiker erfüllen muss, das ist natürlich möglich. Und da haben wir natürlich ganz viele Möglichkeiten. Was kann man machen, damit das Instrument in seiner Leistung dem Musiker dann wirklich entgegenkommt? Gibt es viele Sachen, haben wir schon in Videos ein bisschen erzählt. Man sieht es dann da noch viel genauer. Was sich verändert hat, ist, dass die Ansprache natürlich jetzt viel leichter geworden ist. Was sich verändert hat, ist, dass die Tragfähigkeit im Saal, die Farben, die unterschiedlichen, viel leichter zum Ausdruck zu bringen sind. Sprich, das Instrument ist auch modulationsfähiger geworden. Und in Wirklichkeit wird das zuerst einmal in der Werkstatt voreingestellt und dann wird es letztendlich natürlich im Saal eingestellt. Jetzt ist das Instrument einmal so weit benannt, dass es wirklich funktioniert, das Solisteninstrument, von der Spielbarkeit her, von der Modulationsfähigkeit, von der Tragfähigkeit. Wobei es jetzt noch immer so ist, dass es dann darauf ankommt, welcher Musiker spielt damit oder welche Musikerin, beziehungsweise mit welchem Bogen wird das Instrument gespielt. Das heißt, es gibt dann noch ganz viele Möglichkeiten, die Klangfarbe, ja, die Brillanz, auch die Kraft, man kann noch alles nach oben und nach unten variieren, so wie es ein Musiker dann wirklich brauchen kann, beziehungsweise wie es einer Musikerin einfach am idealsten entgegenkommt. Und damit ihr jetzt einen Eindruck kriegt, was sie da wirklich anspielt, ja, schauen wir uns jetzt ein paar Ausschnitte an von Michael und von Firmian. Danke an euch beide noch einmal. Und jetzt schauen wir einfach einmal ins Saal. Kommt's mit.
da spielt die Musik jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder in der Werkstatt. Also, ich hoffe, dass euch das Video taugt hat, dass es interessant war für euch, dass ihr einen guten Eindruck oder einen realistischen Eindruck gekriegt habt von dem Instrument. Und die Bratschen vom Lorenzo Storioni, ca. 1795, ist ab sofort zum Verkauf. Pfiat euch bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat, dass es interessant war für euch. Und das Video steht ab sofort das Video. Und dann ist natürlich immer eine Frage, was kostet sowas? Jetzt kann man sich an irgendwelche Investmentbankerpreise orientieren oder an Leute, die ihre eigenen Preislisten schreiben. Wenn man nach dem Preis fragen muss, dann ist es jetzt teuer für ihn. Wenn da irgendwelche Leute, wo ich die Kutschenpläne noch her, dann Fragen anfangen, was letzte Preis? Bitte verschon's mich. Ich mit dem Kick und der Verwandtschaft, mir passiert das dann. Nein, aber das Lustige ist nämlich tatsächlich, was Leute immer wieder probieren zu suggerieren. Bitte lasst euch nicht pflanzen. Wenn ein Instrument aus einem Tresor rausgenommen wird, ist es nicht automatisch ein teures Instrument. Glaubt's mir das? Ja? Und wenn ein Kunde dann kommt, dann hui ist aus dem Tresor aus. Aber dann fangen sie schon lachen an. Ja? Du, die musst stimmen. Oder richtig spielen. Das fangen wir jetzt so, genauso an. Mit einem. Jetzt weiß ich aber dann gefragt, wenn du nichts sagst, sondern ich anfange reden. Du kannst jederzeit einmal probieren. Ja, du müsstest nur leise auch sein. Auf los, geht's los. Ist das so? Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und heute unterhalten wir uns und schauen uns, fangen wir nochmal an. Wir werden dann ein bisschen was über, nein, nicht mir, sondern eigentlich ich. Ich muss wieder nochmal. Glaubst du, ist da schon was dabei, was du nehmen kannst? Nein, das war jetzt ein Mist. Fangen wir nochmal an. Das klingt nämlich wahnsinnig lang. Und wenn ein Instrument so geil funktioniert wie die Bratschen, dann darf man sich auch ruhig einmal ein kleines Schluckerl genehmigen. Prost!